Auto zu haben, das ist schon was Tolles. Man ist unabhängig, man ist flexibel, man ist mal schnell von A nach B. Das ist was Tolles. Wären da nicht nur diese Drängler und Rowdies auf den Straßen, die rücksichtslos fahren, einfach ausscheren, nicht blinken. Ja, und im schlimmsten Fall kommt es dann zu Unfällen. Ne? Sie wissen schon, was ich meine. Dann steht man mal eben 2 Stunden im Stau, weil irgend so ein Idiot, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, wieder nicht aufgepasst hat. Und noch schlimmer ist aber, wenn man in diesen Unfall verwickelt ist, die Kosten hat, aber gar nicht schuld ist. Nur wie will man das nachweisen? Man steht ja total unter Schock, ja, macht vielleicht noch falsche Angaben. Ich sage Ihnen, wie das geht. Ganz einfach, mit Andreas. Also das Produkt, was er mit hat. Und liebe Zuschauer, wenn wir hier stehen, dann wissen Sie vielleicht so ein bisschen, was Sie erwartet. Wir behandeln das Thema Dashcam. Und unsere erste Dashcam, die wir heute für Sie haben, das ist im Grunde die günstigste Möglichkeit, an eine vollwertige Dashcam mit HD-Auflösung zu kommen. Und HD ist halt eben die Besonderheit, weil dann sind die Aufnahmen gestochen scharf bis ins Detail. Und normalerweise kostet diese HD-Dashcam hier 80 €, unverbindliche Preisempfehlung. Sie sehen es auch eingeblendet. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, hier 28,45 € sind wirklich ein absoluter Schnapper. Und wenn wir die Beschreibung durchgehen, Anne-Kathrin, für unsere Zuschauer, wir haben eine HD-Dashcam mit G-Sensor. Das meinte ich einfach mit vollwertig, weil dieser G-Sensor ist eben ganz wichtig. Der reagiert auf starke Beschleunigung oder auf starkes Abbremsen. Also auf alle Dinge, die wirklich in einer Tausendstel Sekunde passieren, wo die Elektronik schnell reagieren muss. Deshalb braucht eine gute Dashcam immer auch einen G-Sensor. Sie sehen es aber auch, wir haben Bewegungserkennung mit an Bord. Das heißt, wenn Sie Ihr Auto abgestellt haben und die Kamera, das Objektiv registriert im Grunde dank der Sensorik eine Bewegung, schaltet sich automatisch die Aufnahme scharf. Das heißt im Grunde, man ist eben auch bei Parkremplern geschützt, nennen wir es mal so, oder auch bei Vandalismus. Denn wenn jemand ums Auto rumschleicht, dann schaltet sich die Kamera an und man hat eben auch dann die Möglichkeit zu sagen, hier auf dieser Kamera habe ich alles gefilmt, ich kann nachweisen, was passiert ist. Aber, liebe Zuschauer, Sie sehen es hier, die Montage ist ganz einfach. Wir haben hier diese berühmte Saugnapfhalterung, dann haben wir hier ein 360-Grad-Kugelgelenk für die Befestigung. Wir können die also perfekt ausrichten und wir haben, ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf an der Seite, dann aktiviert sich unsere Dashcam. Wir haben ein ganz großes Farbdisplay, wo wir eben dann auch wunderbar die Aufnahmen sehen. Hier winkt uns jetzt gerade Anne-Kathrin zu, jawohl. Und Sie sehen eben auch, sobald die Dashcam aktiv ist, sehen wir immer auch den Bildausschnitt, der gerade gefilmt wird. Wir haben hier vorne 140 Grad. Das heißt, wir filmen im Grunde auch die wichtigen Bereiche auf Kreuzungen oder in Kreisverkehren, auf die es ankommt, sodass man wirklich rechts und links alles sehr gut mit einfangen kann. Aber liebe Zuschauer, wir haben uns lange darüber hier unterhalten im Sender. Wie machen wir das denn? Wie zeigen wir oder wie erklären wir das Thema Dashcam so, dass Sie wissen oder dass Sie auch verstehen und sagen, ja genau, das ist doch richtig. Und da hat Anne-Kathrin was ganz Wichtiges gesagt. Es geht wirklich darum, wenn etwas passiert und man weiß selber, also Sie wissen selber, ich bin da nicht schuld dran. Ich wurde da irgendwie rein verwickelt. Ich kann da nichts dafür. Aber soll jetzt hier Verantwortung übernehmen und für die Kosten aufkommen, liebe Zuschauer? Das funktioniert nicht. Und genau so passiert das jetzt. Schauen Sie mal das Videofilmchen an. Ja, der Hintermann hat gehalten und der Vordermann ist rückwärts aufgefahren. Ah, okay. Und wahrscheinlich wird dann der Vordermann sagen, ey, du bist mit mir draufgefahren, ne? Ganz genau. Und die Situation, die wird jetzt hier entstehen. Ne? Jetzt kommen die raus, pöbeln den an. Oh, du bist mit draufgefahren. So, und jetzt wird es interessant. Achtung, jetzt zeigt der gute Herr hier, hier ist Guck meine dir das Kamera. an. Ne? Also alles, was ihr jetzt hier vorhattet, ist in dieser Sekunde gestorben, denn das funktioniert nicht. Ich habe hier den Nachweis auf der Kamera und wenn ihr glaubt, ihr könnt hier Versicherungsbetrug, so heißt es ja in dem Fall, begehen, nicht mit mir. Und liebe Zuschauer, solche Situationen, die passieren natürlich immer wieder. Ne? Das muss jetzt natürlich so sein, wie wir es gerade gesehen haben, aber mal so ein Schneiden, mal eine Vorfahrt nehmen an der Kreuzung, hatten wir doch alles schon. Mal noch schnell über Rot huschen, liebe Zuschauer. Wer da nicht schnell genug reagiert, es kann ja durchaus der Fall sein, dass der Unfallgegner dann behauptet, ja Moment, ich hatte grün und Sie hatten rot. Wie beweist man das? Geht nur mit einer Dashcam. Und da muss man ganz klar sagen, liebe Zuschauer, wir haben hier 28,45 € Einsatz
für das, dass Sie wirklich ein ruhiges Gewissen haben. Sie brauchen sich in Zukunft keine Gedanken mehr machen. Die Dashcam aktiviert sich automatisch, wenn Sie ins Fahrzeug einsteigen und den Schlüssel rumdrehen. Dann werden die Aufnahmen hier scharf geschaltet und dann wird wirklich jeder Meter protokolliert. Und das ist eben wirklich ganz wichtig, nicht nur für Ihr eigenes Gewissen, wo Sie auch sagen, Mensch, ich habe mir hier nichts zu Schulden kommen lassen, man kann mich nicht belangen. Ich bleibe nicht, wie Anne-Kathrin es eben prophezeit hat, auf den Kosten sitzen. Denn ich kann eben auch bei der Versicherung und bei der Polizei und vor Gericht, Anne-Kathrin, genau sagen, so war's. Also ich finde, bei 28,45 €, da machst du doch alles richtig. Weil selbst wenn du die jetzt nicht brauchst, wenn du sagst, okay, also kann man ja sowieso vorher nie wissen, aber selbst wenn man sie nicht braucht, dann ist es ja trotzdem so, dann habe ich kleines Geld investiert. Ich finde aber mit so einer Kamera, das kann ich sagen, weil ich komme aus Berlin und ich hatte schon ganz viele Kratzer am Auto. Mit so einer Kamera verschaffst du dir Respekt. Eben. Weil wenn so eine Kamera im Auto hängt, weiß doch sofort jeder, da wäre ich doch schön blöd, wenn ich da jetzt irgendwie das Rempel. Es gibt ja auch viele beim Ausparken, ne, die machen das nicht böswillig, klar, das kann jedem mal passieren, dass man beim Ausparken irgendwo ein Auto streift. Aber ganz ehrlich, die wenigsten hängen dann auch wirklich einen Zettel dran und schreiben, hier, ich habe beim Ausparken Ihr Auto ein bisschen, ne? Telefonnummer, wenn was ist. Das machen doch die wenigsten. Also ich habe schon so viele Kratzer und das war nicht durch mich, das muss jemand anders gewesen sein. Ja, ich hatte nie einen Zettel dranhängen, niemals. Ja. Und mit so einer Kamera verschafft man sich eben auch den Respekt. Und was mir auch gut gefällt, guck mal hier die Montage, setzen wir hier einfach mal in Anführungszeichen, weil das ist ja wie ein Navigationssystem, einfach nur zack, dran, fertig. Oder ein Beispiel habe ich noch für Sie, das habe ich geklaut vom Ralf, weil der das selbst erlebt hat, aber ich finde das ziemlich treffend. Wildunfall, das kann ja auch mal passieren, ja, wenn man eben Auto fährt, dass vielleicht Rehe oder Wildschweine über die Straße laufen. Es kommt zu einem Unfall, ja, es war ein Hattenlackschaden, aber die Versicherung hat im Falle Ralf nichts gezahlt, weil er eben nicht nachweisen konnte, dass es ein Wildunfall war. Ne? Absolut, bei dem Wildunfall, da stellen sich die Versicherungen immer häufiger quer, wenn man nicht nachweisen kann, dass es wirklich ein Wild war. Und dazu muss das Tier ja wirklich tödlich verunglückt sein. Ja, das heißt, es muss vor Ort liegen und man muss im Grunde ganz genau. Und oft ist es ja so, die springen dann weiter und verenden dann erst im Wald. Ja, das hört sich jetzt schrecklich an, aber letztlich ist es ja so und man findet die einfach nicht. Ne? Man kann ja einfach auch nicht an Ort und Stelle irgendwo x-beliebig anhalten und aussteigen und sich da jetzt auf die Suche machen. Das heißt, man fährt erst weiter, informiert Polizei oder auch den Förster. Das reicht aber oft einfach nicht aus, weil die Versicherungen wurden einfach schon sehr oft in der Vergangenheit übers Ohr gehauen. Das heißt, die sind da sehr sensibel und da muss man wirklich sehr gut nachweisen, dass da sich es um Wild gehandelt hat. Und liebe Zuschauer, mit einer Dashcam kann man es einfach machen. Ne? Das heißt, ich habe hier meine HD-Aufnahmen. Wir haben eben auch extra eine LED mit verbaut, die bei Dunkelheit dafür sorgt, dass das wunderbar ausgeleuchtet wird. Das heißt, man ist hier grundsätzlich auf der sicheren Seite und toi, 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 liebe Zuschauer. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen nichts passiert und dass Sie nie in die Situation kommen. Und wenn das wirklich so ist, dann haben Sie immer noch eine Kamera dabei, wo Sie wunderschöne Urlaubsaufnahmen machen können vom Auto aus. Das ist auch eine gute Idee. Vielleicht planen Sie Urlaub, kann man mal schöne Urlaubsbilder schießen, beziehungsweise die Landschaft, die man da aufnimmt während der Fahrt. Und ich sage immer, den Spruch bringen wir auch jedes Mal, aber der ist wirklich so wahr. Lieber haben und nicht brauchen, als dann brauchen und nicht haben. Ne? Und ganz ehrlich, 28 €, das steht in keiner Relation. Wer schon mal einen Lackschaden am Auto hatte oder Blech, der weiß, dass man da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. NX 4249 und die 569 ist für unsere kleine Dashcam hier die Bestellnummer mit einem G-Sensor. Sie müssen an nichts denken. Sollte es zu einem Unfall kommen, nimmt hier die Kamera vollkommen automatisch auf. Auch toll für Fahranfänger, wenn Sie gerade jemanden haben, Kinder, Enkelkinder, die ganz frisch den Führerschein haben, ist die natürlich auch perfekt. Wir machen ein Stückchen größer und professioneller weiter, vor allen Dingen mit Full-HD-Aufnahmen. Das ist schon genial, oder? Ganz genau. Also, liebe Zuschauer, wir steigern uns, was die Technik angeht und was eben auch die Aufnahmequalität angeht. Preislich wird es aber nur ein ganz klein wenig etwas höher. Aber dafür bekommen wir eben auch eine richtig tolle Technik. Sie sehen es eingeblendet in Ihrer Beschreibung. Wir haben hier eine Full-HD-Dashcam mit der Besonderheit, dass wir hier zwei
Kameras haben. 2 Objektive, schauen Sie mal. Und das ist wirklich genial. Ich habe die jetzt mal so gedreht, dass man auch wirklich beide sieht. Das hier ist die erste. Die ist normalerweise dafür, dass wir den Innenraum überwachen. Jawohl, den Innenraum und den rückwärtigen Bereich. Und die zweite Kamera, die hier so flexibel einzustellen ist, das ist die, die den Verkehr nach vorne überwacht. Und Sie sehen es, wir haben hier quasi den Ultraweitwinkel. Das ist im Grunde, das sind natürlich die 150 Grad gemeint, die Sie eben auch in der Beschreibung sehen. Aber Ultraweitwinkel ist natürlich, wir haben 2 Objektive, die einfach nach vorne und hinten im Grunde eine Rundumüberwachung gewährleisten, fast 360 Grad, weil wir eben wirklich hier nach vorne und hinten alles im Blick haben. Dazu haben wir, was die Technik angeht, liebe Zuschauer, hier einen Sony-Sensor verbaut. Wow. Und das ist richtig, das ist wirklich wow, weil solche Technik in so einer günstigen Dashcam, muss man wirklich sagen, ist eine geniale Angelegenheit. Auch hier, liebe Zuschauer, haben wir natürlich den Erschütterungssensor, den G-Sensor, den Beschleunigungssensor und aber auch den Bewegungssensor, der sich eben dann hier auf Bewegungssignale aktiviert. Liebe Zuschauer, auch diese Dashcam hier, wie im Grunde Dashcams allgemein, die haben immer auch einen Notstromakku, der dann scharf ist, wenn hier mal der Strom beispielsweise über den Zigarettenanzünder kurzzeitig ausfällt. Aber Sie sehen gerade Live-Aufnahmen dieser Kamera, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal diese gestochen scharfe Qualität an. Ne? Wow. Also da kann passieren, was will. Man hat wirklich alles wunderbar hier und wirklich ganz klar dokumentiert. Und nochmal, liebe Zuschauer, Anne-Kathrin, du hast es auch gerade gesagt, so ein Blechschaden oder Bagatellschaden am Auto, das hört sich immer so an, Bagatellschaden. Aber wenn wir von Bagatellschaden reden, dann meinen wir ja ganz oft, und das kennen Sie selber aus eigener Erfahrung, liebe Zuschauer, Schäden ab 600, 800 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro auch bezahlt. gerne mal. Und ich kann auch von einem Fall berichten, liebe Zuschauer, den hatte ich jetzt erst vor kurzem. Ich hatte eine Stelle hinten an der Stoßstange, da bin ich rückwärts gegen ein Parkschild ein bisschen zu weit zurückgefahren, habe ich nicht gesehen. Ich habe auch übrigens keine Parksensoren. So alt ist das Auto schon. Jedenfalls bin ich dagegen gefahren, hatte eine kleine Stelle. Der eine Lackierer wollte eine komplett neue Stoßstange montieren, 1200 Euro mit Lackierung. Der andere Lackierer hat es lackiert für 180 Euro. Sie wissen, was ich meine. Also da ist man nicht davor gefeit, dass mal auch tiefer in die Tasche gegriffen wird. Deshalb, liebe Zuschauer, gerade wenn es um einen Unfall geht, wenn es um einen Crash geht, wo man sagt, Mensch, ich laufe Gefahr, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe, dann sind Sie natürlich mit einer Dashcam genau auf der richtigen Seite, vor allem mit der hier, weil Sie eben hier eine richtig tolle Technik zu einem günstigen Preis bekommen. Sie haben 2 Objektive und Sie sehen jetzt gerade, wir haben hier das vordere und hier haben wir das Objektiv, das den Innenraum überwachen soll. Das heißt nochmal, im Grunde eine 360-Grad-Überwachung und das halte ich auch für wichtig, denn es gibt ja auch sowas wie Auffahrunfälle. Ne? Das haben wir ja vorhin auch in den Videos gesehen. Vor allem für 75,95 Euro bekommen Sie 2 Kameras. Sie bekommen natürlich einen hochwertigen Sony-Sensor und natürlich das Ganze wirklich in bester Qualität, in Full HD. Jetzt fragt sich einer, 75 Euro, taugt das dann was? Die kostet normalerweise 150 Euro laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers. Aber da wir unsere Kameras oder unsere Produkte natürlich in sehr, sehr großen Mengen beziehen, haben wir natürlich auch ganz andere Preise, die wir an Sie weitergeben dürfen. Und deswegen nicht zögern. 75 Euro. Wir nennen ja Ihnen im Laufe der Sendung viele, viele Beispiele. Und vielleicht haben Sie sich bei einem Beispiel oder 2 oder 3 sogar schon ertappt und haben gesagt, ich erinnere mich, ich bin da auch sitzen geblieben. Wir zeigen Ihnen mal noch ein paar tolle Videos, ja, wie es aussehen könnte von einem Zuschauer, der hat uns das geschickt. Guck dir das mal an. Da sagt da sagt man doch bestimmt wieder, ach, das waren die typisch diese BMW-Fahrer. Ne? Man will ja es ist ein Klischee, aber man will ja nicht sagen, aber es ist... Ich habe erst eine Auswertung gelesen, liebe Zuschauer, und da ist es eine ganz andere Marke, die da so ein bisschen rowdy-mäßig unterwegs ist. Da bin ich ja froh, weil ich habe einen. Aber bei allem Spaß, den wir hier machen, das ist natürlich eine ernste Angelegenheit, da kann auch mal Personenschaden entstehen. Ne? Das muss ja nicht bei einem Blechschaden bleiben. Und gerade diese Typen, ne, die da vor einem noch einscheren, sich reindrängeln, ne, und glauben dann tatsächlich auch noch, wenn es dann wirklich hier zu einem Unfall, zu einem Kontakt kommt, sie können sich rausreden und sagen, man ist aufgefahren. Ne? Weil darauf läuft es hinaus. Ne? Keiner will natürlich zugeben, ich war's. Liebe Zuschauer, wir haben das nächste Video, ne, wo wir uns das Ganze mal angucken, mit dem Kreisverkehr, dieses Thema, auch so eine Sache. Guck mal, Annika, hast du gesehen? Guck mal, der wollte noch mal raus. Ja, der wollte da irgendwie noch mal raus. Und das sind natürlich so Situationen,
Das ist so unübersichtlich, gerade an Kreuzungen, Ampeln, Kreisverkehren, Autobahnabfahrten, Auffahrten, liebe Zuschauer. Dort dann wirklich festzustellen, wer hat jetzt wirklich Schuld, ist auch für die Polizei und für die Versicherung schwierig. Deshalb wird oft geteilt, 50-50. Auch solche Situationen, schau mal. Guck mal, der hat sich das mitten auf der Straße anders überlegt und dachte auch, nee, komm. Und da war eine durchgezogene Linie, ne? Das meine ich ja. Also entschuldigen Sie mir, dass ich vorhin diesen bösen Ausdruck mit I gebracht habe am Anfang meiner Anmoderation, aber man kann es einfach nicht anders beschreiben. Es gibt so viele Idioten und Sie sind dann der Leidtragende und das ist echt unschön und das macht mich wirklich wütend und sauer, sowas. Das bereitet einen schlaflose Nächte. Ja, und wir reden hier wirklich nicht von 20 Euro, die man da für andere blechen muss, sondern es kann dann wirklich in den Tausenderbereich gehen. Deswegen sorgen Sie jetzt vor. 75,95 Euro, ganz ehrlich, das ist ein Witz. Und das wissen Sie auch selbst. Ja, das belastet einen noch ein Leben lang und das kann einen auch richtig in die Schulden treiben. Absolut, natürlich. Das sind finanzielle Belastungen, die nicht eingeplant waren, liebe Zuschauer, und die werden halt richtig teuer. Eine normale Stoßstange, Motorhaube, da bist du heute locker bei 3.000 Euro, bis dieser Schaden behoben ist. Ja, und dann kommt auch noch der Wertverlust, nicht nur am eigenen Fahrzeug, am Fahrzeug des Unfallgegners oder auch andersrum, liebe Zuschauer. Und deshalb sollte man hier immer auf der sicheren Seite sein. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie tatsächlich schon mal in der Lage waren, es gab hier so einen Verkehrsunfall, Bagatellschaden. Wahrscheinlich ertappen Sie sich heute noch dabei, wo Sie wirklich sagen, ich überlege mir, mir geht eine Argumentation durch den Kopf, ne? Wie ich das hätte müssen formulieren, dass man mir geglaubt hätte. Ne? Aber es ist halt zu spät, liebe Zuschauer. Mit einer Dashcam kann man alles nachweisen. Und seit Mitte 2018 sind Dashcam eben auch vor Gericht erlaubt. Das heißt, ich bin immer auf der sicheren Seite. Genau, also das ist nochmal eine ganz wichtige Information. Sollte es vor Gericht gehen, dürfen Sie natürlich dieses Material dann auch benutzen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo beim Einkaufen, wenn ich da so ein Poller dagegen komme, dann bin ich eben versehentlich, dann bin ich selbst schuld, dann ist das so. Aber wenn mir jemand anders den Schaden zufügt und ich soll dann auch noch zahlen, nee, das geht gar nicht. Deswegen 75 Euro, das ist ein Witz. Weil wenn man mal online schaut, was es so für Kameras auf dem Markt gibt, die kosten normalerweise in der Qualität wirklich ab 150 Euro. Wir haben natürlich jetzt, das sind auch bei uns keine regulären Preise, ne? Das sind unsere Pearl TV Sonderpreise. Die sind jetzt und die nächsten 2 Stunden für Sie freigeschaltet und danach zahlen Sie wieder den regulären Katalogpreis. Aber ich sage immer, hier sollte wirklich jetzt nicht der Preis im Fokus stehen, sondern wirklich die Notwendigkeit auch. Und heutzutage hat fast jeder ein Auto oder kennt jemand, der einen hat, und jeder hatte bestimmt schon mal irgendeine so eine Situation, wo man sich auch auf den Straßen geärgert hat, auf der Autobahn, was da wieder für Menschen unterwegs sind und rumfahren. Und dann vielleicht sagt man, oh, Gott sei Dank ist da jetzt nichts passiert, aber es kann auch man ist davor nicht geschützt. Es kann immer krachen. Ne? Und der Verkehr ist ja heute so angewachsen. Ne? Es ist ja so auch bei Engstellen an Baustellen mit den ganzen LKWs, liebe Zuschauer, da muss man ja heute wirklich immer gucken. Ne? Und man kann gar nicht aufpassen. Deshalb mit der Dashcam kann man wirklich diese ganzen Situationen klären, indem man nachweisen kann, wie etwas vorgefallen ist. Sie haben hier eine tolle Methode, Sie bekommen ein Full HD Dashcam zu einem wirklich konkurrenzlos günstigen Preis. Und da muss man wirklich sagen, mit einem Sony-Sensor ist das wirklich schon ein Schnäppchen. Die Bestellnummer für unser Schnäppchen ist die NX4507 und die 569 für 75,95 Euro. Unbedingt jetzt zuschlagen, es lohnt sich definitiv. Und wenn es so als abschreckendes Beispiel ist, ne, dass man sieht, okay, hier lass die Finger von meinem Auto, hier gibt es nichts für dich zu holen. Gespeichert wird das Foto- oder Videomaterial natürlich auf einer Speicherkarte und wir hätten hier noch eine von Intenso, Markenqualität zum ganz kleinen Preis. Aber wirklich zum kleinen Preis, liebe Zuschauer. Ich würde hier auf jeden Fall 2 oder 3 mitnehmen, dann kann man die immer wieder auswechseln. Auch für die Kamera, Digitalkamera. Richtig, genau. Also das ist natürlich jetzt nicht nur für eine Dashcam, die passen natürlich in unsere beiden Dashcams, die wir Ihnen vorgestellt haben. Mit 32 GB sind die auch ausreichend groß für HD und Full HD Aufnahmen. Sie sehen gerade so ein kleines bisschen, was alles da drauf passt, liebe Zuschauer. Und 9,45 € muss man wirklich sagen, für 32 GB. Das ist nahe an geschenkt, muss man sagen. Die Bestellnummer hier für die Speicherkarte ist die ZX2274 und die 569. Und wie Andreas schon richtig gesagt hat, greifen Sie ruhig mehrfach zu. Speicherkarten kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und Markenqualität gibt es natürlich normalerweise bei Speicherkarten nicht für 9 €. Bei uns gibt es das jetzt in den nächsten 2 Stunden zum TV-Sonderpreis. Denken Sie auch an unsere beiden Dashcams, ein Hammer-Schnäppchen. Und das kann man wirklich gebrauchen. Unbedingt jetzt zugreifen, jetzt wo natürlich auch viele in den Urlaub fahren
fahren. Viele haben natürlich Ferien. Die Autobahnen sind überfüllt, überflutet. Ja, es gibt ständig Stau. Ich kann davon nur ein Liedchen singen. Aber ich bin froh, dass ich Bist jetzt du so so eine auf dem Kamera habe. Ja, so ungefähr. Nein, ich bin viel auf der Autobahn. Aber egal, was Sie vorhaben, diese Kamera wird Ihr neuer Begleiter, wenn Sie jetzt anrufen, unter der 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß!